Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Herr sei mit euch. Heute ist Weissen Sonntag. Unsere Erstkommunionkinder haben sich auf ihr Fest vorbereitet und sind voller Vorfreude gewesen. Leider haben wir den Festgottesdienst verschieben. Wir hoffen, dass wir die Erstkommunionen jetzt vor oder nach der Sommerferien zusammen feiern dürfen. Das diesjährige Thema heisst: Jesus, ich vertraue dir. Wir laden Sie alle ein, Jesus zu vertrauen und online mitzukommen, hier in unserer Kirche zu Hüttweilen. Wir laden Sie ein, nachzudenken, sich zu besinnen über das Geschenk von Jesus an uns. Sein Leben, sein Brot als Hilfe zum Leben, als Lebenshilfe. Das Brot vom Leben als Lebensmittel. For
Ein Fresko wird ins Frische gemalt, italienisch al fresco. Die Farbpigmente werden auf den noch feuchten, frischen Kalkverputz aufgetragen und verbinden sich mit dem Eintrocknen dauerhaft mit der Wand. Die Farben versteinern sozusagen. Die Farben werden auf Dauer frisch gemacht. Das Fresko hier in der Kirche Hüttwilen zeigt den auferweckten Heiland, wie er aus dem steinernen Grab neu ins Leben steigt. Aus dem Dunkel und Grau des Grabes auftaucht ins farbige Leben und, um uns etwas Dauerhaftes zu hinterlassen, um seine Präsenz sozusagen wie ein ewig haltbares Fresko uns ins Leben zu malen, hat er die Eucharistie geschenkt. Sein mit uns Sein im Zeichen von Brot und Wein. Wir bitten um Gottes Erbarmen. Herr, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Der allmächtige Gott, erbarme sich unser. Erlasse uns die Sünde nach und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Lasst uns beten. Gütiger Gott, dein Sohn hat sich uns verschenkt, hat sein Leben dahin gegeben, damit wir das Leben haben. Dein Sohn ist freiwillig in den Tod gegangen, um mit seinem Leben einzustehen für seine Ideen, seine Botschaft, seine Lehre. Du aber hast ihn nicht im Tod belassen, sondern hast ihn zu neuem Leben erweckt. Lass uns das Leben feiern. Lass uns eintreten für die Kraft des Lebens gegen die Mächte des Todes. Lass uns unsere Hoffnung, unser Leben, unser Vertrauen miteinander teilen und weiterschenken, so wie wir Brot und Wein teilen, die Zeichen eines veränderten und verwandelten Lebens. So bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Lesung aus der Apostelgeschichte. Die Gläubigen hielten an der Lehre der Apostel fest und an der Gemeinschaft, am Brechen des Brotes und an den Gebeten. Alle wurden von Furcht ergriffen, und durch die Apostel geschahen viele Wunder und Zeichen.
Und alle, die glaubten, waren an demselben Ort und hatten alles gemeinsam. Sie verkauften Hab und Gut und teilten davon allen zu, jedem so viel, wie er nötig hatte. Tag für Tag verharrten sie einmütig im Tempel, brachen in ihren Häusern das Brot und hielten miteinander Mahl in Freude und Lauterkeit im Herzen. Sie lobten Gott und fanden Gunst beim ganzen Volk. Und der Herr fügte täglich ihre Gemeinschaft die hinzu, die gerettet werden sollten. Wort des lebendigen Gottes. Weil du mich gesehen hast, glaubst du. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Christus, der Auferweckte, er ist mit uns allen in unseren Häusern, unserem Daheim. Frohe Botschaft aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. Am Abend dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger aus Furcht vor den Juden bei verschlossenen Türen beisammen waren, kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte zu ihnen: Friede sei mit euch. Nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Darauf freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen. Jesus sagte noch einmal zu ihnen: Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sagte zu ihnen: Empfangt den Heiligen Geist. Denen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen. Denen ihr sie behaltet, sind sie behalten. Thomas, der Didymus genannt wurde, einer der 12, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Die anderen Jünger sagten zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er entgegnete ihnen: Wenn ich nicht das Mal der Nägel an seinen Händen sehe und wenn ich meinen Finger nicht in das Mal der Nägel und meine Hand nicht in seine Seite lege, glaube ich nicht. 8 Tage darauf waren seine Jünger wieder drinnen versammelt und Thomas war dabei. Da kam Jesus bei verschlossenen Türen, trat in ihre Mitte und sagte: Friede sei mit euch. Dann sagte er zu Thomas: Streck deinen Finger hierher aus und siehe meine Hände. Streck deine Hand aus und leg sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sagte zu ihm:
mein Herr und mein Gott. Jesus sagte zu ihm, weil du mich gesehen hast, glaubst du. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Noch viele andere Zeichen hat Jesus vor den Augen seiner Jünger getan, die in diesem Buch nicht aufgeschrieben sind. Diese aber sind aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe Schwestern und Brüder, heute ist Weißer Sonntag. Normalerweise empfangen unsere Kinder an diesem Sonntag die Erstkommunion. Ich erinnere mich gern an alle Kinder, die sich auf die Erstkommunion vorbereitet haben, sowie an ihre Eltern, Großeltern und Katechetinnen, die viel Zeit verwendet haben, die Kinder auf die Erstkommunion vorzubereiten. Ich hoffe und bete, dass unsere Kinder die Freude haben werden, den Herrn bald in der Eucharistie zu empfangen. Im heutigen Evangelium geht es um die Jünger Jesus, die aus Angst vor den Juden hinter verschlossenen Türen blieben. Wir sind auch in einer ähnlichen Situation und bleiben hinter verschlossenen Türen. Aber die geschlossene Tür konnte die Begegnung mit Jesus nicht verhindern. Selbst als die Türen geschlossen blieben, erschien Jesus inmitten seiner Jünger und schenkte ihnen Frieden. Lasst uns heute gemeinsam beten, dass wir in diesen Momenten der Einsamkeit, der Angst und der Ungewissheit die gute Nähe und den Frieden unseres Herrn erfahren mögen. Heute ist der Sonntag der göttlichen Barmherzigkeit. Barmherzigkeit ist das Wesen Gottes. Für den Begriff Barmherzigkeit wird im hebräischen Wort Rechamim verwendet. Das bedeutet Gebärmutter. Gottes Barmherzigkeit ist demnach ein Ort, an dem wir heranwachsen können. Ein Ort, wo wir uns entwickeln dürfen. Ein Schutzraum, der uns Leben ermöglicht. Leben in Fülle. Leben ohne Angst. Leben, das von Gott begleitet ist. Immer wenn Jesus Menschen begegnet, lässt er ihnen gegenüber Barmherzigkeit walten. Im heutigen Evangelium
sind es zunächst seine Jünger. Obwohl Jesus weiß, dass sie ihn verraten und verlassen haben, wünscht er ihnen den Frieden. Kein Vorwurf, kein Nachtragen, kein Aufrechnen, einfach nur Friede sei mit euch. Und er gibt seinen Jüngern den Auftrag, dass sie das, was sie durch Jesus erfahren dürften, weitergeben und für andere erfahrbar machen. Durch seine Jünger soll Gottes Barmherzigkeit spürbar werden für andere. Auch Thomas durfte das erfahren. Jesus schaut voll Liebe auf ihn und weiß, was er braucht. Jesus spürt, Thomas kann noch nicht glauben, was geschehen ist. Er braucht Hilfe. Und so fordert der auferstandene Thomas auf, ihn zu berühren. Genau damit wiederum berührt er Thomas im Herzen. Und so kann dieser sein persönliches Glaubensbekenntnis sprechen. Mein Herr und mein Gott. Die heutige Ostererzählung schreibt die Geschichte der Barmherzigkeit Gottes weiter und zeigt am Beispiel der Jünger und am Beispiel des Thomas, dass wir ohne Gottes Barmherzigkeit im Glauben nicht weiterkommen. Ja, dass wir voll und ganz auf seine Barmherzigkeit angewiesen sind. Aber seine Barmherzigkeit zu mir soll nicht umsonst sein. Gott will, dass auch wir untereinander barmherzig sind. Die Erfahrung, dass Gott barmherzig ist, fordert mich zur Barmherzigkeit gegenüber anderen heraus. Was könnte das für uns ganz konkret bedeuten? Ein Werk der Barmherzigkeit ist es beispielsweise, einen Menschen zu sagen, ich höre dir zu. Viele warten auf ein offenes Ohr. Vielleicht wartet jemand darauf, dass ich ihm sage, ich gehe ein Stück mit dir. Du schaffst das. Komm, ich helfe dir beim Anfangen. Ein Werk der Barmherzigkeit könnte es sein, mit Menschen zu teilen. Geld, Zeit, Freude und Leid. Vielleicht wäre es gut, wenn ich auf Gottes Barmherzigkeit antworte, indem ich in der kommenden Woche jemanden anrufe. Lasst uns durch unsere barmherzigen Taten Jesus im Leben derer gegenwärtig werden, die sich hinter Türen der Angst, Trauer, Mutlosigkeit, Schande und Sünde gefangen fühlen. Lasst uns Instrumente des Friedens des auferstandenen Herrn sein. Amen.
Er hat den Namen der Ungläubige bekommen. Aber ausgerechnet Thomas, der Skeptiker, formuliert das erste kurze Glaubensbekenntnis: Mein Herr und mein Gott. Wir drücken unseren Glauben, unser Credo aus, dass Gott uns Christus gesandt hat, als wahres Himmelsbrot, als leuchtendes Licht der Welt. Wir laden Sie ein, in Stille Ihre eigenen Fürbitten an Gott zu richten. Lasst uns beten. Guter Gott, in Jesus Christus begegnen wir dir. In diesem Gaben von Brot und Wein, die jetzt auf dem Altar liegen, bringen wir dir unser Leben und das, was unser Leben ausmacht und Sinn gibt. Unsere Beziehungen, unsere Hoffnungen und Freuden. Wir vertrauen dir zugleich auch unser Scheitern an. Das, was uns nicht geglückt ist, worüber wir unglücklich sind. Und bitten dich, nimm all dies an. Lehre uns die Aufgaben unseres Lebens im Licht des Auferstandenen neu zu sehen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unseren Gott. Wir danken dir, Vater im Himmel, und rühmen dich durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn erstehen die Kinder des Lichtes zum ewigen Leben. Durch ihn wird den Gläubigen das Tor des himmlischen Reiches geöffnet. Denn unser Tod ist durch seinen Tod überwunden. In seiner Auferstehung ist das Leben für alle erstanden.
Durch ihn preisen wir dich in österlicher Freude und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Ja, du bist heilig, großer Gott. Du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum bitten wir dich, sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes. Mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens, deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe. Verein mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Felix und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke auch deiner Diener und Dienerinnen, die uns mit dem Zeichen des Glaubens vorangegangen und im Frieden entschlafen sind. Insbesondere für Justus da hinten, den Architekten dieses Kirchengebäudes in Hüttwilen. Er ist am Ostermontag aus dieser Welt geschieden. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben,
von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn, Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Das, was wir zum Leben brauchen, ist im Gebet des Herrn, im Vaterunser, zusammengefasst. Wir wollen es nun alle miteinander beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Die verschlossenen Türen der Angst und Jesu Friedenwunsch sind wesentliche Inhalte der nachösterlichen Berichte. Auch uns plagen manchmal Ängste vor Krankheit, Gewalt und Krieg. Deshalb haben wir den Frieden des Auferstandenen bitter nötig. Und Ostern kann es nur werden, wenn wir in und aus seinem Frieden heraus leben. Dieser österliche Friede unseres Herrn sei allezeit mit euch. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Kostet und seht, wie gut der Herr ist.
Lasst uns beten. Guter Gott, in Gedanken und über die Technik sind wir miteinander verbunden. Aber im realen Leben müssen wir vorläufig auf die Kommunion, auch auf die Erstkommunion verzichten. Bleibe bei uns in dieser außerordentlichen Zeit. Hilf allen Kranken, steh den Sterbenden bei und lass uns einander zum Segen und zur Hilfe werden. So bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. Bitten wir Gott nun um seinen Segen. Gott führe uns vom Tod zum Leben, von Angst zu Hoffnung und von Unfrieden zu Gerechtigkeit und Frieden für alle. Unser guter Gott segne uns und halte seine schützende Hand über uns, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.